Ja, liebe Freunde, unser Lego-Bautag gestaltet sich heute wie immer. Ich baue hier und bin fleißig. Ich beobachte. Rita sitzt auf ihrem Sessel und gibt den Ton an. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Bricks Go Wild. Bauen eine Stadt, mehr oder weniger professionell, amateurhaft. Hochprofessionell. Ja, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall wieder in Lego-Shirts unterwegs. Astronauts, Classic Space, und da haben wir Good Cop, Bad Cop. Und Ugly Cop. Dass ich es noch herausbringe. Und Ugly Cop, ihr kennt es. Rita ist, wenn sie das T-Shirt anhat, noch ein viel größerer Lego-Fan als sonst. Und wir haben heute zu präsentieren die Arcades, die Spielehalle. Vielen herzlichen Dank für eure, ja, zahlreich ist fast eine Untertreibung, für die Millionen Kommentare, die dazu reingeprasselt sind. Wir sind noch immer dabei, die alle abzuarbeiten. Wir haben aber vieles, was ihr geschrieben habt, in dieses Projekt einfließen lassen. Ja. Wie ihr seht, das Gebäude sieht noch ungefähr so aus wie vorher. Es hat sich aber ein bisschen was geändert, und zwar das Schild am Dach ist verschwunden. Es ist zum Glück nicht verschwunden, weil es Rita zerlegt hat, sondern hat einen anderen Grund, das sagen wir euch gleich. Aber wir können euch heute mal ein bisschen was zum Innenleben, ich möchte euch eigentlich zuerst das Erdgeschoss, ich filme Rita mal in der Zwischenzeit, dann habt ihr was zum Sehen. Ist ja so doof. Nein, ich möchte ja zuerst mit dem Erdgeschoss starten. So, jetzt geht schon wieder. Vielen lieben Dank, liebe Assistentin. Also ihr habt ja schon ein paar der Geschichten gesehen, die wir in den Innenraum platzieren möchten. Was wir uns jetzt hier gedacht haben, ist, man geht hier rein durch die Tür. 1, 2. Innen haben wir jetzt, das ist Ritas Idee gewesen, orange-schwarze Fliesen oder Teppichboden, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, modern. Ja, also das ist ganz was Modernes. Und dann haben wir ein paar dieser Automaten, die ich euch schon gezeigt habe. Wir haben aber auch ein paar neue gebaut. Es hat jetzt relativ lang gedauert. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile fast eine Woche an diesem Projekt, haben immer wieder weitergebaut und können euch heute aber ein relativ großes Update dazu geben. Wir haben jetzt hier diesen Greifautomaten, wo man hoffentlich das größte Plüschtier rausholt, was es gibt. Dann haben wir hier rechts so ein komisches Orakel, vielleicht kennt ihr das, wo man einen Euro reinhauen muss und dann wird einem gesagt, ob man Glück oder Pech in der Liebe hat. Oder irgendein doofer Spruch, keine Ahnung. Die sind doch nicht doof. Rita glaubt an Astrologie. Dann haben wir hier die große Theke mit den Preisen. Da haben wir schon ein Mädchen. Einer Minifigur ist gut, mit mehreren Minifiguren. Ja, das Mädel hat schon extrem viel gewonnen. Das sind diese Tickets, und ihr Dad ist auch dabei. Die wird sie jetzt dann einlösen. Der Dad ist auch. Ja. Ich habe die jetzt nur hier heraus hingelegt, damit ich euch das besser zeigen kann. Und sie löst das für so eine Hasenhaube ein. Genau, der Verkäufer, oder besser gesagt der Angestellte, hat die Hasenhaube schon in der Hand. Was haben wir hier sonst noch? Star Wars Helm, Batman oder der Besitzer, Batman Helm, dann sowas von Nexonites, verschiedene Helme, Kuscheltiere, Statuen. Und hier unten haben wir was ganz was Spezielles, das ist nur extrem doof zu filmen. Wir haben in der Vitrine die Hauptpreise. Wir haben als erstes mal ein Ticket für eine Fahrt mit der Monorail. Eine goldene Statue, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Dann haben wir ein Lego, es wird immer schlechter zu sehen, ein Lego-Set. Und als letztes, das zeige ich euch noch separat, weil das kann man hier nicht filmen. Nein, hol eine Taschenlampe von mir aus. Wir haben nämlich da mal was gefunden bei einem Konvolut, und das haben wir hier reingetan. Ich zeige euch jetzt dann, wie es weitergeht. Wir haben hier die Stiege rauf. Dann haben wir unter der Stiege so eine kleine Snackbar. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, Rita war dagegen, aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir hier kein großes Restaurant, keine Pizzeria oder sowas reinmachen, denn es gibt in Wild City so viel zu essen, das habt ihr auch zum Teil gesagt, dass ihr nicht den ganzen Platz hier für Getränke und Essen und so weiter verbrauchen wollt. Deswegen haben wir hier nur unter der Stiege so eine kleine Snackbar, wo man sich mit einem Automaten was holen kann. So, jetzt bin ich gespannt, ob man das besser sieht. Ich glaube schon. Man sieht es etwas besser, aber nicht hundertprozentig gut. Vielleicht zeigen wir es euch nochmal. Wir haben in das ist ein Lego-Set. Genau, wir haben in einem Konvolut, also ich rede jetzt über die grüne Fliese hier, mal bedruckte Fliesen drinnen gehabt, wo, ich kann euch das sagen, hier steht Franz Jäger 2003 drauf. Ja, stimmt. Und rechts ist dann noch so ein, keine Ahnung, was das sein soll,
Also Franz Jäger, falls du das siehst, melde dich bitte bei uns. Wir haben welche von deinen Fliesen, da haben wir sogar mehrere. Die waren mal bei einem Konvolut dabei, keine Ahnung, wo die her sind. Auf jeden Fall, das ist ein Autogramm von diesem Star, Franz Jäger, den kennt natürlich jeder. Der ist natürlich der Hauptpreis und da muss man schon sehr viele Tickets. Das ist klar. Da hat das Mädchen noch zu wenig. Ja. Das ist hier drin. Dann haben wir hier hinten so einen Punching Bag, also wo sich die Jugend, speziell die männliche Jugend, messen kann. Ja. Wer hat die härteste Faust? Wer schafft es, diesen Boxsack so hart zu schlagen, dass man oben beim ganz grünen Licht ankommt? Dann haben wir hier noch so eine Krallenmaschine, die ein bisschen anders ist vom Design, wo lauter so Bälle drinnen sind, auch hier mit der Preisausgabe und hier so einem Joystick. Einfaches Design, aber ganz cool. Dann hier, da warte ich noch, bis Rita mal mit den Minifiguren daherkommt. So ein, ja, wie nennt man das überhaupt, wo man hier mit so einem Hammer draufhauen muss, überall, hau den Lukas, sowas in die Richtung, wo immer auf einer anderen Stelle diese kleinen Maulwürfe rauskommen. Ja. Und eine Air-Hockey-Station, wo uns momentan leider noch ein Teil fehlt, aber das werden wir auch noch finden. Wir haben da einfach in Google eingegeben, Lego Arcade, Lego Spielhalle, Lego Automat, und da haben wir einige Sachen gefunden und nicht kopiert, aber natürlich ein bisschen nachgebaut. Das hier zum Beispiel ist eine Mischung aus verschiedenen Air-Hockey-Versionen, die es im Internet so zu finden gibt. Soll ich dir die Kamera wieder halten? Nein, ich schaffe das alleine. Es kommt jetzt der erste Stock. Wenn das runterknallt, hey. Da habt ihr auch schon so manches gesehen. Wir haben da leider zu wenige Wandteile. Ja. Aber das sieht jetzt so aus. Ui, und das war die Stiege. Irgendwas hinuntergefallen, die Stiege, egal. Hier haben wir noch gewagter Lime Green und Schwarz. Die Idee stammt ebenfalls von meiner bezaubernd reizenden Assistentin. Modern. Auch sehr modern, genau. Hier haben wir die Automaten, die kennt ihr zum großen Teil schon. Also wie gesagt, dieses Art, ja, Minigolf oder was auch immer, wo man hier mit den grünen Bällen hier in dieser umgedrehten 2x4 Plate einlochen muss. Ja. Autorennen. Ja. Motorradfahren, ja. So ein Tanzspiel. Da werde ich stehen. Das ist für Rita. Dann haben wir hier ein Basketballspiel, was ich heute erst gebaut habe. Ein Schießspiel, so eine Art Ego-Shooter, auch mit 2 Pistolen. Hier Extreme heißt das, wo man so Ameisen-Aliens umbringen muss. Das ist natürlich eher mehr für die Erwachsenen, glaube ich. Und dann haben wir hier noch 3 relativ klassische Arcade-Maschinen. Die sind eher einfach vom Aufbau. Hier haben wir, das ist sowas ähnliches wie, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber auch so ein Raumfahrt-Shooter. Ich habe mir gedacht, vielleicht so wie Nummer 5 lebt oder so weiter, so in der Richtung. Gut, das ist jetzt ein Film, egal, vielleicht kennt ihr ihn. Dann haben wir hier Space Shuttle. Hier steht sogar auf dem Bildschirm gerade Launch, also da wird gerade das Space Shuttle gestartet, und hier ein Spiel, wo man eine Atombombe auf eine Insel abwerfen muss oder kann, und das wird gerade angezeigt. Hier sind natürlich noch keine Leute, und dann ist hier sowas ähnliches wie so ein Photoplay-Tisch, wo auch 2 Leute spielen, und die spielen gerade Siedler von Catan, aber im Online-Modus, digital. Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, wie ich das gesehen habe, dass das Siedler von Catan ist, und auf einmal redest du von Photoplay. Aber gut. Okay. Ganz genau. Die sitzen da. Auch immer sehr cool. Ja, es gibt ja auch die, was so in Bildschirmen sind, wo man so wie vor einem Fernseher sitzt, und es hat ja auch solche gegeben, wo man mehr so einen Tisch vor sich hat, und das ist sowas, so ein digitaler Brettspieltisch in die Richtung. Ihr seht schon, das Ganze ist jetzt schon ziemlich voll. Relativ vollgebaut. Ich will eigentlich nicht mehr hineingeben, weil sonst wird es Ihnen einfach zu eng. Es kommen ja auch noch Minifiguren. Es kommen noch Minifiguren, und ihr seht es vielleicht schon, hier geht noch eine Stiege rauf. Ja, meine lieben Freunde, ich habe mir gedacht, wir machen hier nochmal ein zusätzliches Stockwerk. Wir haben gerade noch genug Platten gehabt, Teile fehlen leider. Sand Blue und so weiter fehlt leider relativ viel. Aber ich frage mich nur, wie das dann funktioniert mit der Monorail. Ja, das geht sich genau aus, meine Liebe. Ich habe mir da was gedacht. Also das heißt,
Das Stockwerk kommt jetzt hier hin, wo vorher das Dach gewesen wäre. Und der Clou an der Sache ist, dass oben dann die 18 Plus Ecke ist. Da kommt vielleicht auch dieser Shooter noch auf. Das heißt aber nicht, dass da oben schmuddelige Sachen vor sich hingehen, sondern dass da einfach die Spiele sind, die nichts für Kinder sind. Ich will noch so einen Automaten, wo man so sich reinsetzen kann, wo drinnen auch geballert wird, was das Zeugs hält, oder also irgendwas auch in Richtung Shooter oder Weltraum, irgendwas, was nicht für die Kinder ist, das wird hier oben sein. Da werde ich auch nicht hinaufgehen. Und das Dach ist dann hier nur, ich schätze mal, ja, 4/5 der Fläche, also da, wo das Fenster ist, hört das dann auf, dass die Monorail hier Platz hat. Vielleicht machen wir hier eine kleine VIP-Station. Das geht sich aber relativ schön aus mit dem Logo, mit der großen Bildfläche hier vorne, mit dem Pac-Man. Und sieht auch gut aus mit dem Krankenhaus daneben, von der Höhe her. Ist genauso hoch wie das Krankenhaus, richtig. Ich habe mir jetzt hier schon sogar aufgeschrieben, welche Teile ich noch nachbestellen muss, weil wir jetzt ja viel zu wenige St. Blue-Teile haben, obwohl ich zuerst geglaubt habe, wir haben zu viel. Aber das wird sicher ganz nett. Und wie gesagt, die Monorail, ich habe überlegt, aber die kann man nicht irgendwie anders verlaufen lassen, weil sich das dann hier mit dieser Kurve nicht mehr ausgehen würde. Wir probieren das jetzt mal so, wie das aussieht. Wenn es uns überhaupt nicht gefällt, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Aber ich habe mir gedacht, es wäre möglich, hier noch einen Stock nach oben zu bauen. Das ergibt sich hier ganz gut. Hier auf der Hinterseite ist ohnehin nur die Eisenbahn, also da verpasst man nicht viel. Und dann sieht man zum Basketballfeld hinüber. Eine Sache wollte ich noch herzeigen, da müssen wir das Gebäude aber jetzt wieder abbauen. Und sehen dann die von mir demolierte Stiege. Das ist relativ eigentlich wie das Modular Building System aufgebaut, aber man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen. So, also, ist noch irgendwas runtergefallen, egal. Also wir haben hier in der Mitte noch eine größere Freifläche und ich habe mir gedacht, irgendwas Kleines geht hier noch hin. Ich habe zuerst, da habe ich so einen Spinner, ich glaube von einer Ninjago-Serie gefunden. Ich habe mir gedacht, wir machen in der Mitte noch ein großes Aquarium. Ich bestelle durchsichtige 2x2 Macaronis. Ich habe auch diese coole Schlange gefunden, oder sowas wie so ein Bällebad nochmal, also irgendwas, wo man so Preise gewinnen kann. Aber irgendwie, selbst wenn ich mir denke, dass die Macaronis durchsichtig sind, irgendwie gefällt mir das jetzt hier nicht so gut. Das passt irgendwie nicht hinein. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt mal aufgebaut gelassen, weil ich Rita und auch euch fragen wollte. Ach, übrigens hier. Aber ich fände das nicht schlecht. Das habe ich vergessen zu sagen. Hier ist sowas, wo man so mit einem ferngesteuerten Bagger hier herumbaggern kann. Das habe ich vergessen zu sagen, aber ihr habt es sicher schon gesehen. Also so würde das aussehen mit durchsichtigen Macaronis. Keine Ahnung, das wäre vielleicht was, wo man hier irgendwelche Münzen reinschmeißen kann oder irgendwas. Ich habe mir das gedacht, dass das vielleicht ganz cool aussieht. Dann hat es mir nicht so gefallen. Oder wirklich als Aquarium. Oder ein Aquarium, ja, aber was macht ein Aquarium in einer Spielhalle? Ich habe jetzt mal eine Sparvariante gemacht. Ich habe sowas gefunden, keine Ahnung, ob ihr das Teil kennt. Das ist so wie ein Würfel, Zahlen 1 bis 6. Das kann man auch hier drinnen so reingeben. Das ist natürlich jetzt sehr eine Sparvariante. Weißt du was, vielleicht war die Arcade, bevor sie eine Arcade war, ein chinesisches Restaurant. Oh, und die haben das Aquarium. Deswegen ist das Aquarium. Oder ein griechisches Restaurant. Okay, finde ich cool. Ja. Dann passt das rein. Dann lasse ich das jetzt gleich hier so, außer die Zuschauer sagen, es gefällt ihnen nicht. Aber ja, es würde sich, von der Größe her würde es sich schon ausgehen. Ich habe mir nur irgendwie gedacht, es gefällt mir doch nicht so. Aber gut, mal sehen. Ihr seht es dann beim nächsten Update, wie wir entschieden haben. Gut. Meistens gewinnt ja Rita. Ja, ich möchte jetzt den Platz, hier haben wir sehr viel Platz, noch großzügig ausgestalten, hier mit diesen Kiddie Rides. Das heißt ja auch, dass die Kinder hier, die werden schön aufgestellt. Und ich habe mir gedacht, wir machen das hier so. Ich habe ja mal für uns eigentlich für den Vergnügungspark, aber Rita hat sie bis jetzt nicht genommen, das habe ich extra für euch aufgebaut, damit ich euch das zeigen kann. Ich wollte es weggeben. Rita zerstört mehr, als sie aufbaut. Solche Tröge für Palmen, wo man auch am Rand dann sitzen kann. Ich finde das eigentlich ganz schön, vielleicht auch, wenn das irgendwie so eingesäumt ist in das Kopfsteinpflaster oder sowas. Das würde mir ganz gut gefallen. Ich glaube, wir haben genug für 10 solcher Tröge. Also das reicht locker, wenn wir hier 2, 3 Palmen noch hingeben. Vielleicht auch noch ein Blumenbeet oder so, dass dieser Platz hier richtig lebendig ist. Vielleicht auch ein kleiner Springbrunnen, wer weiß. Hier haben wir auf jeden Fall viel Platz, wenn das so mit dem Fahrradladen und dem Ganzen hier so bleibt.
dann wird das ganz nett aussehen, denke ich. Ja. Rita schämt sich. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal in nächster Zeit bei Bricklink jede Menge dieser Sand Blue Teile bestellen. Hoffentlich gibt es die noch in rauen Mengen und auch zu adäquaten Preisen, denn wir müssen auch das ganze Stockwerk noch aufbauen. Und ja, dann würde ich sagen, melden wir uns wieder, wenn es ein Update gibt. Natürlich melden wir uns wieder. Genau. Ich habe schon einen Plan, was ich baue. Also ich zerstöre nicht nur, ich baue. Da sind wir. Seid gespannt. Liebe Freunde, wir sagen heute nichts mehr. Danke, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Das freut uns wirklich sehr. Lasst es euch gut gehen. Baut auch ihr was Schönes. Oh ja. Und wir freuen uns wieder, wenn ihr wieder einschaltet bei Bricks Go Wild. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.